Godot Engine 4.3 bringt euch 3 neue Formen von Audio-Streams: Interactive, Synchronized und Playlist. Doch wie funktionieren die zusammen mit dem Audio-Stream-Player und wie nutzt man GDScript und C# damit? Ich bin der Truly Most Wanted und ich erkläre dir dieses Godot 4.3 Feature in unter 10 Minuten. Daumen hoch, wenn es dir gefällt, abonnieren für weitere Videos und Tutorials und bei Fragen und Feedback gerne in die Kommentare schreiben. Legen wir los. In deinem Projekt brauchst du Sounddateien, und zwar in der Form von WAV, MP3 oder OGG. Nach dem Import werden sie von Godot zu Audio-Streams gewandelt. In deiner Szene brauchst du einen Audio-Stream-Player-Node. Wenn du ihn noch nicht hast, Rechtsklick, Add Child Node und beim Suchbegriff Audio findest du den Audio-Stream-Player 2D, 3D und den normalen. Alle 3 funktionieren, es ist egal welchen du nimmst. Ich wähle hier den Audio-Stream-Player ganz normal. Im File-System-Doc können wir auf einen Ordner hier Rechtsklick, Create New und dann Resource machen. Wenn wir hier nach dem Begriff Audio auch noch suchen, finden wir hier die verschiedenen Arten von Audio-Streams. Und hier haben wir auch 3 neue. Beginnen wir mit Audio-Stream Interactive. Das können wir hier unten erstellen und direkt auch als Datei speichern. Im Inspektor finden wir hierbei schon 3 Bereiche: einen Initial Clip, eine Liste von Clips und ganz unten den Button Edit Transition. Starten wir mal, indem wir Clips hinzufügen. Und zwar brauchen wir mindestens 2, damit das Ganze hier richtig funktioniert. Wenn wir Clips hinzufügen, merkt ihr schon, da oben steht als Startzustand jetzt drin Clip 0. Stellt euch vor, in einem Spiel, die Musik soll wechseln, wenn ihr eine Region verlasst und eine andere betretet. Hier ein Beispiel aus WoW. Wir definieren hier 2 Namen, die wir haben wollen. Zum Beispiel eben hier Region Nummer 1 und wir wollen eine Region Nummer 2 haben. Für jede dieser Regionen können wir jetzt hierbei einen passenden Audio-Stream zuweisen. Nehmen wir mal hier Basecamp als Region 1, eben als Clip 0, und dann nehmen wir mal noch hier den Trading Post als Region Nummer 2. Wenn wir die beiden eingefügt haben, können wir bei Edit Transitions hier einmal die Transitionen aufbauen. Und das wirkt vielleicht wie eine Excel-Tabelle, ist aber auch genauso einfach. Die Zeile hier oben sagt, in welchem Zustand sind wir denn gerade. Und hier die Spalte rechts am Rand, die sagt, wo wollen wir hin. Wir nehmen jetzt mal nur die beiden Diagonalen hier, denn wir wollen von Region 1 nach Region 2. Wir setzen den Haken für Transition auf Enabled. Dann können wir bestimmen, wie wollen wir wechseln. Wollen wir sofort wechseln, beim nächsten Beat, beim nächsten Bar oder erst am Ende des Clips wechseln. Wir machen mal hier Immediate und dann ist die Frage, wohin wollen wir gehen? Auf den gleichen Timestamp beim zweiten Track, auf den Anfang des nächsten Clips oder zur vorherigen Position. Wir wollen zum Anfang des nächsten Clips faden. Und das machen wir hier mit einem sogenannten Crossfade. Und dieser Fade soll mal hierbei 2 Beats dauern. Wir können auch hier unten einen Filler-Clip hinzufügen. Das heißt, wenn wir von A nach B gehen, soll noch etwas anderes zuerst abgespielt werden und danach sind wir im neuen Zustand. Das können wir hier auch konfigurieren. Und von Region 2 nach 1 dasselbe. Aktivieren, Immediate, Same Position, wird auf Clip Start geändert, mit einem Crossfade automatisch 2 Beats soll es dauern und wir haben die Transitionen von 1 nach 2 und von 2 nach 1. Der Audio Stream Player nutzt jetzt unsere Audio Stream Ressource hier oben und da kriegen wir auch einen neuen Parameter namens Switch to Clip, den wir sowohl in GDScript als auch in C# über die Set-Methode aufrufen und verändern können. Wenn wir nämlich diesen Wert hier ändern, wird eine Transition erzwungen. Wir sind in Region 1 und wir drücken mal hier auf Playing. Wir sehen oben, die erste Musik spielt ab. Wenn wir jetzt auf Clip 2 oder in dem Fall eher Region 2 wechseln wollen, dann wird der erste ausfaden und der zweite fängt an zu spielen. Und jetzt von 2 wieder nach 1. Dasselbe Schema. Mit einer einzigen Zeile Code könnt ihr das auslösen. Die zweite Art von Ressource ist die Audio Stream Playlist. Die können wir auch als Datei hier unten speichern. Und was ist das genau? Naja, eine Playlist ist, glaube ich, vielen von euch klar. Ihr könnt eine Reihe von Musiktracks hier einfügen, die nach der Reihe gespielt werden sollen. Nehmen wir mal hier das Basecamp, ich nehme mal den Imperial Temple und den Trading Post ganz unten. Normalerweise spielen wir die in Reihe von oben nach unten ab. Wenn wir den Haken Shuffle aktivieren, ist diese Reihenfolge aber zufällig. Das heißt, wir könnten mit Song 2 starten, gehen nach Song 0 und dann nach Song 1. Und dank des Hakens bei Loop ist es so, dass wenn die Playlist einmal durchgespielt wurde, wir nochmal reinstarten. Und in Kombination mit Shuffle könnte es dann sein, dass wir mit Song 1 starten. Die Fade Time wiederum beschreibt dann,
wie lange soll der Crossfade von dem einen Track in den anderen gehen. Im Audio-Stream Player eingesetzt, die Ressource einfach kurz austauschen und fertig sind wir schon. Wir haben hier keine neuen Parameter, wir können einfach hier auf Play drücken und sehen, wir fangen jetzt gerade mit Track 1 an. Wir hören nochmal auf und starten nochmal. Das ist Track Nummer 2. Wir hören auf oder auch hier der 0. Also es erfüllt alle seine Einstellungen, die wir hier oben treffen und so einfach kann es gehen. Die dritte neue Art von Audio-Streams sind die Synchronized. Die können wir ebenfalls speichern und die erlauben es uns, mehrere Audio-Streams parallel abzuspielen. Nehmen wir hierbei mal die Town-Musik nochmal fürs Camp und ein neuer Track eben, in dem Fall mal kurz mal einen Bla Bla Bla, was ich eben mal aufgenommen habe. Machen wir ruhig mal ein bisschen lauter hier in dem Falle. Und dann können wir unser Synchronized-Objekt schon im Audio-Stream-Player einfach als Stream hinzufügen hier oben. Wir haben keinen Parameter, nichts Neues hierbei. Und wenn wir jetzt auf Playing drücken, dann werden beide parallel abgespielt. Bla 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 bla. Und wenn das Ganze hier beendet ist, dann läuft der erste Track noch weiter, denn das Ganze gilt erst als beendet, wenn beide oder alle Tracks in dem Falle hier durchgelaufen sind. Probier diese verschiedenen Arten zu kombinieren, denn nicht nur Audio-Stream, Wave, MP3 und OGG passen hier oben in Interactive, Playlist und in Synchronized rein. Nein, du kannst sie miteinander kombinieren. Zum Beispiel könntest du eine Playlist in das Interactive reinziehen. Oder du kannst auch ein Synchronized in das Interactive reinziehen. Oder ein weiteres eigenes Interactive Object könnte hier reinkommen. Du hast die Möglichkeit ebenso alle mit allen zu kombinieren, um mit wenigen Klicks tolle Logik zusammenzubauen. In GDScript und C# kannst du das Ganze natürlich auch nutzen. Starten wir hierbei mit einem AudioStream Interactive und einem AudioStream Player als Referenz, die du im Inspektor setzen kannst. Dann habe ich hier ein Beispiel für dich, wie du auf der Interactive Resource eine Transition erstellst. Und zwar ist die Idee von Clip 0 nach 1. Das sind die Zahlen, die hier rechts in der Ressource in der Liste drin stehen. Da wollen wir bei dem ersten, wo wir sind, sofort wechseln und auf den Startzeitpunkt des zweiten. Und das mit einem Crossfade, der genau 2 Beats lang ist. Also das gleiche wie in dem zusätzlichen Fenster. Dabei wollen wir keinen Filler-Clip verwenden und das sagen wir über Default hier unten nochmal aus. Sonst würden wir hier den Index des Filler-Clips eintragen. Genauso können wir auch im Audio-Stream Player hier unten das Switch to Clip nutzen. Und hier gibt es ja die Eigenschaft Parameters Switch to Clip, die wir über die Set-Methode aufrufen können. Und hier tragen wir tatsächlich den Namen des neuen Zustandes ein. Das Ganze können wir einfach im Ready aufrufen zum Testen. In C# genau das gleiche. Wir nehmen eine Interactive Resource und einen Audio-Stream Player und haben auch dort dieselben Methoden, nämlich Add Transition, sodass wir hier auch die Namen der Parameter ranschreiben können. Deswegen genau das gleiche nochmal in grün und unten drunter auch nochmal hier Change to Clip eben mit der Set-Methode, den Parameter Switch to Clip und Region 2. Und auch das können wir dann hier im Ready aufrufen. Als C-Sharpler musst du noch hier bei Alt-B drücken oder den Hammer oben rechts zum Bilden. Dann ist dein Audio-Stream Player, fügst hierbei mal den Interactive nochmal hinzu, damit wir den drin haben mit der Eigenschaft Switch to Clip. Und dann kannst du hingehen, hier oben Rechtsklick Add Child Node, den C# Audio Streams oder GDScript Audio Streams hinzufügen. Dann weist du deinen Audio Stream Player hier oben zu und auch deine Interactive Resource. Und dann kannst du die aktuelle Szene einfach mal starten zum Testen. Das ist jetzt mit einem Audio-Stream Wave in einen anderen. Jetzt zum Test von vorhin. Wir nehmen die Playlist auf die 1 und den Synchronized auf die 2. Erneut starten wir das Ganze. Und auch das geht ohne Probleme. Und jetzt weißt du alles, was du über die 3 neuen Audio-Stream-Arten wissen musst. Lass einen Daumen nach oben, damit es dir gefallen haben sollte. Gerne auch abonnieren für weitere Videos und Tutorials. Und bei Fragen, Feedback und auch Themenwünschen gerne in die Kommentare schreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Yours truly most wanted. Bye bye. Tschüss.